Wo wünschst du dir Veränderung? Sprich davon, als wäre sie bereits eingetreten. Ich fühle mich so gut, ich sehe so jung aus, mein Leben ist so leicht, Geld ist da, wenn ich es brauche. Es scheint absurd, doch so funktioniert das Spiel, wir müssen es akzeptieren. Wir müssen aufhören, uns übermäßig auf unsere physischen Sinne zu verlassen, die mir einst suggerierten, mein Leben sei ein Desaster. Tatsächlich war alles in Ordnung. Verlasse dich nicht nur auf das Physische, es hat zwar seinen Zweck, aber es ist Zeit, eine innere Welt aus Gedanken und Gefühlen zu formen. Das kann auch Selbstlob einschließen, selbst vor dem Spiegel. Mein Leben ist leicht. Ich habe Klarheit. Alles, was ich berühre, wird zu Gold. Und dann, für den großen Finaleffekt, handelst du kleine Demonstrationen, als wärst du es wert. Ich möchte in der Sendung begrüßen die Legende Mike Dooley. Wie geht's dir, Mike? Hey, schön, von einer Legende begrüßt zu sein. Ich bemühe mich, dem Ruf gerecht zu werden. Name da. Mike, ich schätze dich, Kumpel. Ich verfolge schon lange deine Arbeit und das, was du in der Welt leistest. Du bist einer dieser Pioniere in diesem Bereich, des Verstehens des Universums, der Verbindung zum Kosmos, des Anziehungsgesetzes. Du spieltest in dem kleinen Indie-Film The Secret mit. All die Jahre her. Nein, aber ich liebe, was du mit den Notizen aus dem Universum machst. Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, wunderschön. Gott sei Dank macht das jemand, dachte ich. Das war bevor ich jemals in diesem Bereich war. Ich folgte dir, bevor ich mich damit befasste. In dieser verrückten Podcast-Welt schätze ich dich und das, was du für die Welt leistest, mein Freund. Also danke dir. Oh mein Gott, ganz meinerseits. Danke, Alex. Also, was inspirierte dich, Notizen aus dem Universum zu erstellen? Und was ist das genau für die, die es nicht kennen? Okay, also, in der Tiefe der dunklen Nacht meiner Seele, als 1999, das keine Party für mich war, in das Jahr 2000 überging, fand ich Ruhe und wischte die letzten Reste auf. Viel von meinem Leben. Ich hatte kürzlich ein Geschäft aufgelöst, das ich 10 Jahre lang mit meinem Bruder und meiner Mutter führte. Tut T-Shirts, tut Geschenke, zuerst einzigartige T-Shirts, dann einzigartige Ideen. Wir sicherten uns die Domain tut.com, bevor ich wirklich wusste, was eine Domain ist. So hatten wir tut.com und 99 kurz vor meinem 40. Lebensjahr löste ich mein Geschäft auf. Meine Freundin brannte mit ihrem Freund durch. Ich war es nicht, nein. Es war so seltsam und unbeholfen, wie es klang. Man sucht nach einem Licht am Ende des Tunnels. Ich hatte jedoch keinen. Ich hatte eine hohe Hypothek. Ich hatte kein Einkommen. Und ich dachte mir, wie konnte das ausgerechnet mir passieren? Ich meine, ich bin ein guter Mensch. Ja, Mama, Andy und ich verkauften in den letzten 10 Jahren Kunstwerke im Wert von Millionen. Einzigartige T-Shirts mit der Kunst meines Bruders. Er ist ein unglaublicher Grafikkünstler und ein Lehrer der Realität. Und meine kleinen Inschriften. Glaube immer an dich selbst. Stell dir vor, was möglich wäre, und mit Geduld wirst du sehen, dass im Lebensspiel Träume wahr werden, wenn du das Ziel vor Augen hast, als sei es schon erreicht. Wir verbanden diese metaphysischen Ideen mit Souvenirdelfinen, Walen und Fischen. Das Geschäft florierte, doch als die Trends nachließen, zogen wir uns zurück, bevor wir scheiterten. Daher suchte ich etwas, das täglich an die festen Wahrheiten der Realität erinnert. Ich bin überzeugt, sie sind absolut. Sie sind unverrückbar. Die Idee missfällt mir. Jeder hat seine Wahrheit. Du gibst deine Kraft preis. Es gibt unantastbare, unverrückbare Wahrheiten. Wir alle haben unseren eigenen Weg zur Wahrheit. Viele Wege führen nach Rom. Aber keiner dieser Wege verändert Rom. Wir sind Schöpfer. Wir sind vom Göttlichen. Unsere Gedanken werden zu Dingen. Es gibt nur Liebe. Alles dient einem höheren Wohl. Diese sind unverrückbar. Ich erinnerte mich, dachte, versuch nicht zu ergründen, wie du in das Albtraum-Autowrack deines Lebens kamst. Bohre in die Wahrheit. Erinnere dich, täglich darin zu versinken und zu erkunden, wie du vorankommst, ohne das Geschehene zu ergründen. Später, wenn du willst, blicke zurück, analysiere und seziere das Chaos.
der Moderator, das Drama zu erzählen. Aber ich musste mein Leben retten. Finanziell, romantisch, ungebunden, keine Beziehungen, keine Kinder, nichts. Ich hatte das Gefühl, nach 40 Jahren nichts vorweisen zu können. Und dazu war das 40. Lebensjahr so unheilvoll und beängstigend. Vor 23 Jahren ahnte ich nicht, was für eine kleine Hürde das eigentlich war. Eines der Dinge, die ich tat, um mich in Wahrheit zu vertiefen, damals als Windows gerade aufkam, gab es einen Bildschirmschoner und da flog ein kleines Doppeldeckerflugzeug im Dunkeln und man konnte ein kleines Banner dahinter setzen. Und ich würde sagen, Mieke, das ist alles Illusion. Mieke, du träumst. Mieke, du bist nicht allein. Mieke, du bist allmächtig. Du bist unendlich. Du bist ein Gladiator der Liebe und Freude. Nur um mich aus diesem Tief zu befreien, echte Verwirrung und vernichtender Herzschmerz quälten mich, ob ich nach dem Verlassen meiner Freundin je wieder glücklich sein würde. Mir war übel und ich verlor an Gewicht, obwohl ich keines zu verlieren hatte. Ich erinnere mich, dass ich jeden Abend neben dem Bett kniete und betete, eine Gewohnheit aus meiner katholischen Zeit, die mir damals Trost gab. Ich war zwar kein Katholik mehr, doch blieb ich extrem spirituell, nur so nebenbei. Lieber Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Chaos verursacht habe, aber ich weiß, was ich will. Reichtum und Fülle, um mein Zuhause nicht zu verlieren, Freunde, Lachen, kreative Arbeit und internationale Reisen. Du kümmerst dich darum. Wir werden darauf zurückkommen. Das war eine magische Formel, um das Wie der göttlichen Intelligenz zu überlassen, während ich auf den gewünschten Endergebnissen bestand, mit Visionstafeln und Affirmationen. Und wollte in der Wahrheit leben. Ich durchforstete das Internet von 1999 nach täglichen Inspirationen, fand aber keine, die neues Denken und Metaphysik vereinten. Mit einer Datenbank von 1000 E-Mail-Adressen von Kunden unserer T-Shirt-Läden, die über Wochenangebote informiert werden wollten, obwohl nie jemand kaufte, weil wir kein sicheres Online-Shopping-Erlebnis boten. Wir kannten den Unterschied zwischen sicher und unsicher nicht, versandte ich dennoch kleine Gedichte. Sie handelten davon, sich vorzustellen, alles zu sein, was man sein kann, und mit der Zeit. Wir hatten auch hunderte andere kleine Gedichte über unsere Stärke und die Schönheit des Lebens. So begann ich E-Mails als Mike zu senden, die nie wirklich beliebt waren. Aber manche Wochen erlebte ich negativen Abonnentenzuwachs, aber beim Ende eines Schreibens und anfangs dachte ich, Mike, wenn Leute wüssten, wo du im Leben stehst, sie wären wohl weniger geneigt, das zu lesen, was du zu sagen hast. Aber da niemand sie schickte, begann ich zu senden. Was ich ersehnte, war die Antwort auf deine Frage. Und von da an, Alex, entwickelte sich dieses nagende Gefühl. Weißt du, Mike, wenn du in einer E-Mail sagst, du seist Augen und Ohren des Göttlichen, deine Gedanken Realität schaffen, Worte Flügel verleihen und alles möglich ist. Und du unterschreibst als, irgendwie ist das ein Stimmungskiller. Und ich hatte eine Idee, wenn ich es als Metapher für Gott unterschreiben würde, ohne hineinzubringen. Ich könnte es aussprechen und es wäre wahr. Zudem könnte ich als Mike Unsagbares äußern, mich mehr gehen lassen und es würde anders wirken. Doch ich kann das einfach nicht. Wissen, das ist arrogant. Und hier stehe ich, weißt du, mit dem Scherbenhaufen meines Lebens. Tu so, als sei ich allmächtig. Doch das Gefühl schwindet nicht. So erinnere ich mich. 9 Monate lang schrieb ich, zuerst wöchentlich, später täglich E-Mails, bis Mike riet, mach es nur freitags, schreib als das Universum. So begann ich jenen Morgen mit dem Schreiben. Für mich ist Schreiben ein Prozess von Anläufen und Unterbrechungen. Wissen, tippen, kopieren, einfügen, fluchen. Tippen, kopieren, ausschneiden, einfügen, fluchen. Aber am Ende des Tages hatte ich so etwas geschrieben wie Ihre Aufmerksamkeit bitte, Ihre Aufmerksamkeit bitte. Dies ist das Universum. Und ich wusste nicht, was als nächstes kommen würde, aber das ist mein Schreibprozess. Und dann schrieb ich, heute werde ich jeden Ihrer Gedanken und jede Emotion, jedes Wort und Verhalten aufzeichnen. Egal wie großzügig oder geizig, egal wie ermächtigend oder ängstlich, egal wie dies oder das oder jenes. Und alles, was ich aufzeichne, Alex, ist persönlich auf dich zugeschnitten.
Es wird dir so bald wie möglich vorgespielt werden. Als eine Art physische Manifestation in deinem Leben. Danke. Das war's. Und das gab Raum für die Einführung von Humor. Wenn Mike sich bedankt, ist das nicht witzig. Aber wenn es Gott ist und es heißt Danke, wenn es Gott ist, oh mein Gott. Also war Raum für Leichtigkeit und Überraschung da. Das Geheimnis von Humor. Ich bin nicht urkomisch. Freunde finden mich nicht witzig. Doch es war so. Es zauberte ein Lächeln auf die Gesichter und die Leute sagten, sie liebten es. 6 Monate später, Alex, sagte ich mir, Mike, hör auf, montags bis donnerstags anders zu schreiben. Mach, was du freitags tust, denn es wurde zur Gewohnheit. Schreib einfach Notizen aus dem Universum. Die Abonnenten kamen weiterhin nur durch Mundpropaganda. Alles für kostenlose E-Mails. Tausende und Abertausende wurden geschrieben. Die meisten brauchten 4 bis 6 Stunden, aber sie sind alle etwa einen Absatz lang. Und das war der Beginn dieser kleinen Hüttenindustrie des Abenteurerclubs für sanfte Gemüter, echte Lebensabenteuer, Weltreisen und des Lebens meiner Träume. Wow, das ist erstaunlich. Aber ganz kurz, ich möchte noch ein wenig weiter zurückgehen. Von dem Punkt an dem du mit deiner Geschichte begonnen hast. Du hast viele metaphysische Aspekte an dir und viele dieser Ideen, die, um ehrlich zu sein, damals nicht so offen waren wie heute. Woher kommt das bei dir? Als ehemaliger Katholik bin ich auch ein genesender Katholik. Also, wo hast du diese Ideen gefunden? Ich nehme an, du hast Bücher gelesen oder etwas entdeckt, das dir diese Gedanken vermittelt hat. Ja, damals konnte man diese Art von Gesprächen im Okkultismusbereich der Buchhandlungen finden. Natürlich, denn wir sind alle Dämonen, Mike. Ich weiß. Meine Mutter war immer eine begeisterte Leserin, einfach verrückt nach Büchern. Ich habe das Lesen stets gemieden, mochte es nicht, war kein guter Leser. Aber als ich im College war, so um die 20 Jahre alt, vor dem Internet, vor dem Handy schickte sie mir dieses Buch. Es waren die Seth-Schriften, diktiert von Medium Jane Roberts, mit einem Post-it. Du musst das lesen. Und sie hat es mir am Telefon während unseres Gesprächs mit Kabel gesagt. Sie meinte, diese Dame fällt in Trance. Und Seth spricht durch sie und ihr Ehemann schreibt alles in Langschrift mit. Und zack, Buch für Buch, perfekt diktiert, von Seth. Und ich dachte nur, Mama, du spinnst. Das ist ein Schritt zu weit, das ist verrückt. Wenn du niemandem erzählst, was du machst. Und sie so, halt den Mund. Lies Seth. Vergiss, woher es kam. Prüfe den Sinn, ob gültig oder nicht. Und ich tat, was mir gesagt wurde, immer nah bei Mama. Und es veränderte mein ganzes Leben für immer und ewig. Bis dahin war ich ein großer Suchender. Im ersten Jahr an der Uni dachte ich nur, warum zum Teufel sind wir hier? Jeder stirbt. Machst du Witze? Nach kurzem Leben sind sie weg, als ob man fragt, was hatte das für einen Sinn? Nichts machte Sinn. Doch wenn du wirklich mit dem Gefühl, dass es eine Antwort geben muss, ich weiß, sie ist da draußen. Du wirst ein Magnet für sie. Ideen ziehen an im Gesetz der Anziehung, wie materielle Dinge. Für mich kamen sie durch meine Mutter. Dann entdeckte sie die Bücher von Richard Bach. Dann fand sie Ramtha von J.Z. Knight, das Weiße Buch. Dann stieß sie auf Edgar Cayce. Und sie schickte mir diese Bücher und ich dachte nur, Halleluja. Es war, als ob alles, was ich geahnt hatte, alles, was ich selbst gefolgert hatte, dass es nur einen Gott geben kann, dass alles Gott ist. Jeder gibt sein Bestes. Keine Hölle, kein Teufel existieren. Erfindungen des menschlichen Geistes, von Männern mit Zielen. Seth hat dies bestätigt. Und dann übertraf Seth alles, was ich mir vorstellen konnte, sprechend. Erkenne die ewige Gültigkeit der Seele in Worten, die verständlich und ehrfürchtig vom Leben sprechen und von unserer Macht. Ich dachte, das ist mein Ticket für ein großartiges Leben. So machte ich meinen Abschluss, wurde Wirtschaftsprüfer, arbeitete 6 Jahre bei Price Waterhouse und gründete dann mit Mama und Andy das T-Shirt-Geschäft. Wir waren erfolgreich, gingen nie pleite und schuldeten niemandem etwas.
Doch wir zogen uns zurück, bevor Trends uns ruinieren konnten, was ich für den größten Albtraum meines Lebens hielt, als ich die dunkle Nacht meiner Seele Revue passieren ließ. Nichts war in Ordnung. Im Rückblick, wenn ich das Chaos betrachte, frage ich mich, was sollte das alles? Wie sehr war ich durcheinander? Welche Überzeugungen hatte ich, die meinen Fortschritt so sehr sabotierten? Und Alex, es gibt keine Spur eines Zugunglücks. Es war der Beginn meines größten Traums, der wahr wurde. Der Lebenszug hielt an, was seltsam genug war, damit er die Gleise wechseln konnte, damit ich kreativer sein, mehr Menschen erreichen, weiter verbreitet gelesen werden konnte. Zu der Zeit hatte ich nicht mehr als 2 selbstveröffentlichte Bücher. Jetzt habe ich 18. Simon & Schuster, hey, sind meine Verleger. Es war der Beginn des größten Traums meines Lebens, der in Erfüllung ging. Doch für die physischen Sinne war alles schlecht. Hätte ich nach meinen Fehlern gesucht, hätte ich sicher welche gefunden. Ich hätte mir so viel ausgemalt, dass ich ein Team gebraucht hätte, um das Chaos in mir zu entwirren, was keine Kritik an Coaching oder Therapie ist. Für alles gibt es einen Platz, aber vergiss nie, dass du der Schöpfer bist, größer als alles, was dir begegnet, weil du es erschaffen hast. Sei es eine Diagnose, eine Insolvenz oder sonst etwas, du bist der Schöpfer. Daher bist du das Größere. Indem ich nach vorne blickte, konnte ich mich mit dem metaphysischen Leben bewusst gestalten, absichtlich erschaffen und auseinandersetzen, was ich seit 23 Jahren lehre. Und das Beispiel sein. Von dem, was es ist. Ironischerweise weiß ich, dass du das auch gesehen hast. Je mehr ich mich um mein kleines Ich kümmerte und meine Tasse überlief, wuchs meine Selbstdefinition. Nun scheint es, als sollte jeder so leben. Jeder sollte diese Einsichten haben. Ob es eine Wohltätigkeitsorganisation ist, ich unterstütze mehrere nachhaltig oder etwas anderes. Anderen zu helfen, ihr Geschäft zu starten oder verschiedene Dinge, die ich mache. Ich sehe mich jetzt in jedem und ich denke, das ist das Schöne an Selbstlosigkeit. Kann sein. Normal definiert als meine Bedürfnisse, nicht deine. Aber ich glaubte nicht, dass wir hier sind, um andere vor uns zu stellen. Ich entschied nicht, Mike Dooley zu sein, um mich beiseite zu legen und anderer Leute Leben oder Probleme zu leben. Kümmere dich zuerst um deine Angelegenheiten, wie Mutter es lehrte. Du fängst an, dich in jedem wiederzuerkennen. Und wenn deine Brände gelöscht sind und du festen Halt gefunden hast, dann willst du Liebe teilen, den Überfluss teilen, Menschen stärken, sie lehren zu fischen. Mein Leben ist abgehoben und gestartet. Ich habe Herausforderungen und Probleme, lerne aber ständig. Mein Wissen teile ich und es ist, als ob Gott das der coolste Job ist. Überhaupt. Also, das führt mich zu meiner nächsten Frage über unsere Freundin Sarah Landon, die uns zusammenbrachte, und dein wunderschönes Buch, Den Traum, die Reise in die Ewigkeit und zu Gott. Mit Freundin der Sendung Sarah Landon, die, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal dabei war. Ich habe den Überblick verloren. Aber sie ist ein Medium und gehörte zu den ersten, mit denen ich sprach, wodurch ich mit dem Channeling vertraut gemacht wurde. Du wurdest also durch das Channeling eingeführt. Seth, richtig. Kannst du den Leuten erklären, was Channeling aus deiner Sicht ist, falls sie das Konzept nicht verstehen? Natürlich. Wie schon gesagt, existieren wenige, aber unumstößliche Wahrheiten. Eine ist, dass wir alle eins sind, von Gott durch Gott, reines Gott. Es kann nicht Gott und Nicht-Gott geben. Oder es gibt keinen Nicht-Gott. Und dann ihre unteren 16 Hektar. Gottes Werkzeugkasten, es ist, als wäre er Gott selbst. Alles ist Gott. Und Gott, ein kleines Wort für die Ungeheuerlichkeit, die Majestät, die Kraft und die Liebe, die unbestreitbar sind, wenn man die Wunder betrachtet, die unsere physischen Sinne allein offenbaren. In dieser Einheit, meine ich, gibt es wirklich nur dich, Alex, und mehr von dir, das schließt mich mit ein. Und aus meiner Perspektive gibt es nur mich und mehr von mir. So beginnt es Sinn zu machen, was viele dieser tiefgründigen, gechannelten Botschaften von Sarah, dem Rat und anderen gesagt haben. Wir sind mehrdimensionale Wesen, die einen erlesenen Fokus gewählt haben,
in der Dichte von Zeit, Raum und Materie, dritte Dimension, wie sie auch anders genannt wird. Das Göttliche oder alles Existierende, das noch umfassender sein mag, ist wahrhaftig, wenn Sie wollen. Worte versagen, wenn es um die Wahrheit geht, aber wir geben unser Bestes und machen Fortschritte. Überall, immer und gleichzeitig. Das Göttliche, alles was ist überall, immer und zugleich. Denn Zeit und Raum, wie moderne Wissenschaftler gezeigt haben, sind ebenso wie Materie illusorisch. Es ist eine Mischung. Da man überall, immer und zugleich ist, kann man sich selbst nicht sehen, sich nicht verstehen oder unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Daher wurde die Idee so arrangiert, dass, indem man vergisst, für einen Moment, dass wir überall, immer und gleichzeitig sind, könnte es einen Boten geben, gleichsam einen Funken des Göttlichen, der ausgesandt wird und reine Göttlichkeit ist, wie ein Tropfen des Ozeans reiner Ozean ist. Sie mögen kurz glauben, dass ich hier bin, nicht dort, jetzt und nicht später, habe oder nicht habe. Doch in Wahrheit sind wir alle überall, immer und gleichzeitig. Es ist überall, immer und gleichzeitig. Doch wir spielen dieses Spiel aus Freude, Abenteuerlust, Begeisterung und wegen der Emotionen, die das Leben bringt, im Glauben, dass Illusionen Realität sind. Und dann sind wir, Mike und Alex, bloß Funken des Göttlichen. Du und ich sind verbunden auf einer mittleren Ebene, nicht nur, weil wir eins sind. Funke des Göttlichen, wenn du möchtest. Es gibt höhere Selbste, Geistführer und eine ganze Menge davon. In der Dichte der Erde oder dazwischen gibt es Seelenfamilien, Seelenverbindungen. Wo Liebe, Neugier, Gleichgesinntheit im Denken herrschen, ziehen wir einander an. Und was Sarah und Jane Roberts und so viele jetzt, mein Gott, ihr habt ja einen wahren Stall voller Sterne in eurem Repertoire und in euren Shows. Immer mehr Menschen lassen sich davon inspirieren und fragen sich, kann ich das auch? Natürlich können wir das alle. Selbst dieses Gespräch, meines und deines, ist gechannelt. Es sind nicht die physischen Zellen unseres Körpers, die dieses Gespräch hervorbringen. Wir sind alle Kanäle unseres Geistes. Wie Matt Kahn sagt, kanalisieren viele nur ihr Ego, doch ist es Teil des Geistes. Wir haben die Fähigkeit, uns auf andere Aspekte von uns einzustimmen, sei es unser höheres Selbst oder jemanden, der weiter entfernt ist, wie Beethoven oder den Briefträger. Wir können, indem wir unseren Horizont bewusst erweitern, die Wahrheit und das Wesen der Realität erfassen, die unsere Verbundenheit in Liebe und guten Absichten zeigt. Wir sabotieren uns selbst, wenn wir versuchen, jemanden mit guten Absichten zu täuschen oder zu manipulieren. Es ist wesentlich, Klarheit zu schaffen für ein freudvolleres Leben. Zu allen in unserer Reichweite. Wir geben uns die Erlaubnis, aus unserem höchsten Selbst zu sprechen. Oder ziehen andere Versionen unserer reinkarnatorischen Seelenfamilie heran, die einschließen, Funken des Bewusstseins existieren vielleicht auf anderen Planeten, in anderen Dimensionen. Bald könnten uns die Gemeinsamkeiten fehlen. Es gibt vielleicht Raumgeister auf dem Saturn, die nicht mit Zeit, Raum und Materie resonieren, also können wir sie nicht channeln. Aber wenn wir den Wunsch und die Absicht haben und vielleicht dieses Leben gerade deshalb gewählt haben, gibt es immer freien Willen, um alles zu ändern. Vielleicht wollen wir teilweise die Frequenz eines im Chaos befindlichen Planeten wie unseren jetzt erhöhen, um ein Licht und haltende Energie zu sein. Wir nutzen es, um unser höheres Selbst zu entfalten. Zweifellos gab es Momente beim Schreiben meiner Bücher und der tausenden Notizen aus dem Universum, in denen ich fähiger war, meinen egoistischen Pfad zu verlassen und den Geist, meine Intuition, mein höheres Selbst fließen zu lassen. Manche erreichen dies in Trance, ohne Erinnerung danach. Andere im Wachtrance, einige durch automatisches Schreiben, wieder andere finden diesen Zugang durch Sport oder künstlerische Tätigkeiten. Es ist, als ob alles Geist wäre und wir es alle tun. Wir können es wie Sarah Landon oder Jane Roberts lernen. Weißt du, was seltsam ist, Mike? Wenn ich dich reden höre, wirkst du auf mich wie ein Medium. Ich habe Erfahrung damit, hab schon mit vielen Medien gesprochen und bei deiner Stimme schwöre ich, du bist das Sprachrohr für jemanden.
wegen deines Rhythmus, deiner Bewegungen. Vielleicht ist es die Erfahrung aus über 20 Jahren, aber du fließt so schön, ohne zu stocken. Es ist fast, als würdest du meine Freunde kanalisieren. Ich sage das einfach mal. Nun, das höre ich gerne. Das höre ich wirklich gerne. Und ich wähle zu glauben und es auch immer mehr selbst zu sehen. Und ja, nun, wir alle kanalisieren alles. Und ich denke, mit der Erfahrung, durch meine Erfahrungen konnte ich immer mehr daran glauben. Hast du Illusionen von Richard Bach gelesen? Oh, ja, natürlich, das wusste ich. Habe es irgendwo hier gelassen. Ich auch. Mehrere Exemplare liegen verstreut im Haus. Also der verspielte Messias Don Shimota nimmt im Buch eine Gitarre und beginnt auf einer kleinen Spielzeuggitarre zu spielen. In Ich hatte keine Ahnung, dass du Gitarre spielen kannst, Richard. Daraufhin erwiderte er, meinst du, ein wahrer Messias, der etwas auf sich hält, könnte nicht jedes beliebige Instrument aufnehmen und darauf spielen? Genau das sagte er, Richard. Der Trick ist es, aus deinen Gedanken streichen, glaube nicht, dass du es nicht schaffst. Denkst du, ein Messias könnte das? Oh nein, tut mir leid, ich kann nicht reden. Dezam, wir können alle all das tun, was eure Gäste gesagt haben. Das ist das Potenzial des Christusbewusstseins der sechsten Dichte in uns allen. Wir können alle die Illusionen von Zeit, Raum und Materie beugen. Wir können alle in direktes Wissen eintauchen. Nennt es Channeling, nennt es unsere höhere, alles. Wir können alle alles tun. Deswegen ist es ganz normale Umgangssprache, sogar altmodisch. Alles ist möglich, nichts ist unmöglich, alles ist machbar. Und Jesus sagte, die Dinge, die ich tue, werdet ihr noch übertreffen. Und er sagte nicht, wenn ihr in meine Kirche geht. Er sagte nicht, wenn ihr Veganer werdet. Er sagte nicht, wenn ihr freitags auf Fleisch verzichtet. Er sagte nicht, zuerst müsst ihr eure Sünden bekennen. Er sagte, dass wir es schaffen können. Glaubt und ihr werdet empfangen, ohne Vorbehalte. Wir lernen, unseren Glauben zu steuern und kindlich zu vertrauen. In die Magie des Lebens, die den Geist auf einer höheren Ebene wirken lässt. So wird das Ego kostbar, wunderschön. Nichts daran ist verkehrt. Es ist so gedacht, dass wir es auf den Fahrersitz und auf den Beifahrersitz setzen, damit es quasi deine Ohren und Augen vor Ort sein kann. 99% der Zeit werden wir fließend agieren, die höchste Weisheit hervorbringend, immer wissend, wann man links oder rechts abbiegen soll, niemals unsicher, welches Wort als nächstes kommt. Das erwartet uns alle. Und genau an der Schwelle, dazu stehen wir. Es ist eine so außergewöhnliche, aufregende Zeit, am Leben zu sein. Eine Zeit des Erwachens. Wassermann-Zeitalter, ein neuer Maya-Kalender. Wir durchschreiten ihn fern der Gegenwart. Offenbarung des Johannes, Nostradamus, ihre Visionen bezogen sich auf diese Zeit. Es wird sicherlich verrückt werden. Doch der Vorteil ist himmlisch. Also fangen wir an zu sehen. Also darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich stimme zu, was Sie sagten. Manifestation, Gesetz der Anziehung, diese Konzepte. Menschen waren noch nicht bereit, vor 40, vor 50 Jahren, in den 60ern, 70ern, 80ern, eigentlich nicht, vielleicht ein paar in der Esoterik-Ecke der Buchhandlung, der es verstanden hat. Aber wenn ein Film wie The Secret erscheint, zum Guten oder zum Schlechten, nicht perfekt, aber es schuf die Idee, auf breiter Front veränderte Bewusstsein eines großen Teils unserer Bevölkerung. Filme tun dies auch. Die Matrix hat es mit der Simulationstheorie gemacht. Es gibt so viele dieser Filme, die herauskommen. Überall wird jetzt über das Multiversum gesprochen, wo die Konzepte von parallelen Realitäten und Multiversen früher nur als Science Fiction galten. Heute sagen Quantenphysiker, nein, da ist wirklich etwas dran. Glaubst du auch an die Existenz solcher großen Momente, an diese bedeutenden Ereignisse, wenn ein Buch veröffentlicht wird und ändert die Denkweise der Menschen? Wir beginnen gerade aufgeweckter zu werden. Wir alle, wir warten gerade durch den Schlamm, säubern uns selbst und dann, oh, ich beginne ein wenig Licht zu erblicken. Glaubst du, dass es darauf hinausläuft, dass wir alle in diese Richtung gehen? Oh ja, definitiv. Es war ein Wendepunkt, als das Geheimnis enthüllt wurde. Rhonda hatte es mir sogar vor den Dreharbeiten gesagt. Das Ziel sei, Milliarden Freude zu bereiten. Und das ist gelungen. Auf Reisen,
in arme Länder, Südamerika, Teile Asiens, selbst Schwarzmarkthändler, die sonst Pornografie und verrücktes Zeug kannten, hatten dann Kopien von The Secret. Und ich scherzte stets, wenn Wahrheit sich so gut wie Pornografie verkauft, dann passiert etwas Außergewöhnliches auf diesem Planeten. Oh mein Gott. Und was das Geheimnis tat, denke ich, war, ermöglichte den Menschen zu erkennen, dass sie wirklich einen Berührungspunkt haben mit ihrer Zukunft und wie sich alles entwickeln wird. Und es vermittelte auch gleichzeitig eine Lektion über Verantwortung. Ich meine Verantwortung bei großer Macht. Supermans Vater sagte, kommt große Verantwortung. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, herzlichen Dank. Ich kann das nicht durchgehen lassen. Wenn ich das durchgehen ließe, würden die Kommentare explodieren, mein Herr, also spreche ich Sie darauf an, mein Herr. Vielen Dank, herzlichen Dank. Im Gegenzug tragen wir eine große Verantwortung, die uns fremd erscheint. Wir entwickeln uns noch aus primitiven Zeiten, besonders in der Evolution des Bewusstseins, getrieben von Angst und Überlebenswillen, was nachvollziehbar ist. Doch wenn wir unsere Haltung ändern nach dem Motto, hey, vielleicht passiert das Leben nicht nur mit mir, vielleicht ändert sich etwas, wenn ich mehr spreche. Wenn ich optimistisch über mein Leben spreche, hey, ist das vielleicht die Kraft positiven Denkens? Es ist mehr als eine Lebensansicht. Vielleicht existiert eine echte Macht. Und ich denke, das war das erste Mal, dass Menschen eine Ahnung davon bekamen. Du musst es nicht länger hinnehmen. Du hast die Wahl, du hast Möglichkeiten. Und, hey, entspricht das nicht dem, was uns beigebracht wurde über die Kraft positiven Denkens? Entspricht das nicht der Tatsache, dass Athleten kreative Visualisierung nutzen? Stell dir in deinem Kopf das gewünschte Ergebnis vor und du täuschst deinen Körper. Er kennt den Unterschied zwischen Vorstellung und Realität nicht. Und plötzlich begannen die Leute es zu verstehen. Und natürlich konnte es nur deshalb sein. In Gesellschaften und Zivilisationen zu diesem Zeitpunkt Streifzüge begannen, nicht mehr 9 Stunden auf Feldern hacken zu müssen. Alle wachen Stunden zu nutzen und in den letzten 50 Jahren begannen vielleicht alle, dank der Technologie, ein Sesselphilosoph. Halte inne und frage dich, warum hat der und der immer Glück? Warum hat der und der immer Pech? Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal in meiner Jugend auf der Wettkampfebene im Tennis wieder die Kraft der kreativen Visualisierung entdeckte, dank meiner Mutter. Sie sagte, lies dieses Buch, Psychokybernetik, und lies dieses andere, Inneres Spiel beim Tennis, die Macht des Gedankens. Und ich hatte meine erste Freundin. Ihr Name war Patty. Sie hatte langes blondes Haar bis zum Gürtel. Das erzähle ich gerne meinem Publikum. Und ich hatte immer panische Angst vor diesen peinlichen Stille-Momenten mit diesem Mädchen, dessen Hand ich hielt, einem Mädchen auf der Highschool, so nach dem Motto, oh Mann, ich war ein Spätzünder, ein später Blüher. Aber diese Stille war unbehaglich. Fast als würde sie fragen, warum redet sie nicht? War etwas Dummes dabei? Ist es das Ende? Verzweifelt wollte ich etwas sagen. Also erzählte ich, wie mein Onkel, der aus London kam, ich wohnte dort, stets Jetlag hatte. Er war immer so, ich bin erschöpft, verdammt erschöpft. Ich begann zu sagen, ich sei müde, auch wenn ich es nicht war, nur um zu reden. Stell dir vor. Wie eine Fliege an der Wand erkannte ich später das Ausmaß meiner Worte. Immer in der Stille, die ständig herrschte, achtete ich überempfindlich darauf und sagte, ich bin wirklich müde. So müde, Patty. Ich weiß nicht, ich bin einfach so müde. Ich bin erschöpft. Du müde? Ich bin müde. Und schließlich meint sie so, Mike, warum bist du immer so müde? Und ich erinnere mich, die Antwort war so, ich weiß nicht, aber ich bin es. Und mir wurde klar, eine glatte Lüge aussprechen. Entgegen aller Beweise um mich herum, dass ich müde war. Oft genug. Tatsächlich brachte mich Erschöpfung selbst zum Stillstand und ich fragte mich, wenn ich aufhörte zu sagen, wie müde ich ständig bin, obwohl ich es wirklich war, das ist beängstigend. Wir sind mächtig, ob bewusst oder nicht, und beeinflussen damit unser Umfeld. In Illusionen liegt eine Wirkung. Obwohl ich müde bin, frage ich mich, ob es besser wird, wenn ich nicht mehr sage, wie müde ich bin. Und so war es, Alex. Es war schockierend. Und es ist so. Und ich sage dem Publikum, ja, glaubst du nicht, dass du das Gleiche tun könntest? Stell dir vor, du würdest dich großartig fühlen und beginnst 12-mal täglich zu sagen, wie erschöpft du bist. Ohne Selbsthilfebücher,
ohne Ernährungsumstellung, ohne auf dein Tun in der Welt zu achten. Einfach behaupten, du seist müde 12-mal am Tag und es wirklich fühlen. Glaubst du, du würdest Erfolg haben? Verdammt ja, du würdest. Das wissen wir alle. Also kehre es um. Wo möchtest du Veränderung sehen? Sprich davon, als wäre es bereits geschehen. Ich fühle mich so gut, ich sehe so jung aus, mein Leben ist so leicht. Geld taucht auf, wenn ich es brauche. Es ist anfangs absurd, aber so funktioniert das Spiel. Wir müssen, hör auf, dich nur auf deine Sinne zu verlassen. Sie suggerierten mir, mein Leben sei zerstört und alles schlecht, obwohl es gut war. Vertraue nicht allein auf sie. Sie sind zwar wichtig, aber es ist entscheidend, deine innere Welt aus Gedanken und Gefühlen zu formen. Und vielleicht, um dir Bonuspunkte zu verleihen, rede darüber, selbst wenn es nur mit deinem Spiegelbild ist. Mein Leben ist nun leichter. Ich habe Klarheit. Alles, was ich berühre, wird Gold. Und dann, für den Gnadenstoß, beginnst du zu agieren. Kleine Demonstrationen, als wärst du wertvoll, als hättest du Energie, als ginge es dir besser, als wärst du reich, wie Seth in seinen Büchern sagen würde. Selbst ein paar Cent täglich ausgeben, wenn du arm bist. Für ein paar Dinge. Ausgewählte Dinge verschenken oder ein paar Cent, inflationsbereinigt ein paar Dollar, ein paar Rupien oder ein paar Euro weggeben. Zeigend, dass dein innerer Zeuge dies sieht. Dein innerer Zeuge kennt den Unterschied nicht. Dein innerer Zeuge, dein höheres Selbst, wie auch immer du es nennen möchtest, denkt sich, das ist nicht der gleiche Mike, das ist nicht die gleiche Welt. Und neue Beweise fügen sich zusammen, die du nicht sehen kannst. Aber lebe weiter. Sitze nicht auf der Couch mit einem Vision Board, wartend auf Oprahs Anruf. Sie wird nicht anrufen. Lebe dein Leben fort, indem du kleine Schritte zur Veränderung unternimmst, Hilfe suchst, deinen Lebenslauf verbreitest, Visitenkarten druckst und Manuskriptentwürfe erstellst, wirst du schließlich erodierende, unsichtbare, einschränkende, selbstsabotierende Überzeugungen überwinden, die du vorher nicht identifizieren musstest. Sie existieren vielleicht gar nicht. Nicht suchen, sage ich. Plötzlich beginnt der Beweis deines Lebens sich fast unbemerkt zu verschieben, fast wie durch eine Metamorphose, bis genug Beweise vorliegen, dass, selbst wenn du solche Überzeugungen hattest, sie im Licht deiner Taten keinen Sinn mehr ergeben. Die Aufwärtsspirale setzt ein und du erkennst, dass du dazu bestimmt bist, zu gedeihen. Selbst auf dem Gipfel unserer Naivität als Zivilisation erblühen wir weiter. Doch überwinde dich selbst, indem du kleine Tricks anwendest und Worte mit Gedanken harmonisierst. Dann ist kein Halten mehr. Und das teile ich wirklich sehr gerne mit. Darf ich bitte noch ein wenig weitermachen? Anfangs sorgte ich mich, als ich entdeckte, dass meine Gedanken Dinge erschaffen. Die Seth-Bücher und Ramphas bestätigten es. Als ich frisch von der Schule kam und bei Price Waterhouse anfing, lief es nicht gut. Ich bekam schlechte Bewertungen, kein Prüfungsteam wollte mich, ich war mir sicher, bald von einem Job gefeuert zu werden, den jeder kannte. Es war bedrückend. Ich konnte einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Bis heute bleibt eine Angst, nicht wie früher, wo ich dachte, oh mein Gott, Gedanken werden real und ich denke nur an Untergang, Dunkelheit, Angst, Sorge und was wäre wenn. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, okay, du kannst diesen entfesselten Zug der Angst nicht stoppen. Ich hisse die weiße Flagge. Aber du kannst gleichzeitig einen anderen Zug in Gang setzen. Und also ab auf die Couch. Das Wohnzimmer meiner Mutter. Ich wohnte damals noch zu Hause. Nachdem ich von der Arbeit kam, legte ich mich hin, stellte den Timer auf 5 Minuten und stellte mir vor, glücklich bei der Arbeit zu sein, alles klappt, Partner grüßen und erwidern es. Denn zuvor war ich der Außenseiter, wie schlechte Nachrichten, ein Pechvogel. Niemand wollte mich. Ich war einfach einer von denen, wisst ihr, Leute sortieren, diese Kerle sind gut, diese Mädels spitze. Dieser Typ ist mies, einfach nicht so. Ich war der Typ, der täglich 5 Minuten visualisierte, Alex. Selbst in meinen Vorstellungen drehte sich alles zum Guten und ich war glücklich. Ich fragte mich, ob Kündigungen wirklich rosa sind. Rosa Kündigung ist eine Metapher für den Entlassungsschein. Warum sie so genannt wird, weiß ich nicht. Doch ich dachte, du würdest es herausfinden. Trotz befleckter, verdorbener Negativität, die meine kreative Visualisierung störte, behielt ich die Oberhand. Ein Anruf von der Personalabteilung erreichte mich.
Er sagte, die Steuerabteilung ist im Stress. Die Prüfabteilung hätte nichts dagegen, dich an die Steuerabteilung auszuleihen. Es war ihre Hochsaison und so wurde ich versetzt. Meine Karriere schoss in die Höhe. Und immer wieder hatte ich Ängste, die ich nicht stoppen konnte. Aber ich konnte doch jeden Tag ein paar Minuten finden, in denen ich mich mit positiven Gedanken erfüllte. Und ich habe den Überblick verloren. Nicht, dass ich keine Rückschläge, Enttäuschungen oder gebrochene Herzen erlebt hätte. Ich verlor den Überblick über die abgewendeten Krisen. Und Mark Twain sagte es berühmt, es waren unzählige. Ich hatte unzählige Sorgen in meinem Leben, von denen keine einzige eintrat. Und als Lehrer davon dachte ich mir, wenn Gedanken Dinge werden und das so vorhersehbar ist wie die Schwerkraft, was ich unzähligen Zuhörern erzählt habe, warum tritt dann der ganze schlechte Mist nicht immer ein? Weil ich mehr darüber nachdenke. Zumindest dachte ich damals mehr darüber nach, als über den guten Gedanken. Und es liegt an unserem. Im Nachhinein stellst du Fragen, bekommst du die Antworten. Du, ich und alle Zuhörer oder Zuschauer, wir sind Funken des Göttlichen, Gladiatoren der Freude, unsterbliche Wesen. Wir durchqueren die heiligen Dschungel von Zeit und Raum, durchstreifen Sphären, die kaum vorstellbar sind. Wir bewegen uns frei nach unserem Willen. Als wir die Erde wählten, um zu sein, was wir sind, war es wegen der Freude, der Möglichkeiten, des uns innewohnenden Überflusses. Etwas, das uns von Geburt an zusteht. Wir könnten über ein armes Kind in einem Land sprechen, wo Krankheiten und Dürre herrschen. Für alles gibt es eine Erklärung, aber generell für jeden, der das hier sieht, ihr habt es gut. Das gilt für fast alle anderen. Wir müssen nicht auf Ausnahmen schauen, um zu sagen, dass diese Theorie angesichts unserer Natur und der Freude, Liebe und Kraft, die uns hierher gebracht hat, mit der Absicht zu gedeihen, uns in die Welt, andere Menschen und uns selbst zu verlieben und geliebt zu werden, nicht stimmen kann. Wenn wir Gedanken im Einklang mit absoluten Wahrheiten hegen, wie das Leben ist fantastisch. Ich bin stark, ich verdiene Fülle, es ist wie, ja genau, verdammt ja. Sie fließen mit der Strömung, die uns hierher gebracht hat, unserer ewigen, liebevollen Natur. Wenn wir Gedanken hegen wie, ich bin dumm, ich mag Mathe nicht, niemand mag mich, ich finde nie die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Es ist, als ob ich nur lüge, es sind immer Lügen, du bist der allmächtige Gott. Also ist es, als ob. Unsere Gedanken im Einklang mit der Wahrheit, auch positiv genannt. Gedanken in Einklang mit der Wahrheit sind positiv und bedeutsam. Wir wissen, wovon wir reden. Solche Gedanken sind um ein Vielfaches, mindestens 10.000 Mal, vielleicht sogar 100.000 Mal, stärker als jene, die nicht wahrheitskonform sind. Mit dieser Macht könnten wir unbeabsichtigt ein Unheil heraufbeschwören, das dennoch unserem größeren Wohl dient. Trotz dieser Einsicht frage ich mich, warum viele meiner ängstlichen, negativen Gedanken nicht eintraten, als ich unsicher war. Positive Gedanken, die wahr sind, wurden Realität, als würde man sagen, selbstverständlich. Deshalb sage ich zum Publikum, sorgt euch nicht über eure Sorgen. Okay, ihr stammt aus primitiven Zeiten. Höhlenmenschen. Sorgt euch nicht über eure Sorgen. Doch, nehmt euch ein wenig Zeit, vielleicht mit einer Visionstafel oder indem ihr Tagebuch schreibt. Kreative Visualisierung. Macht einige Schritte in Richtung einer Veränderung. Verhaltet euch so, als ob sie bereits eingetreten wäre. Du wirst völlig unaufhaltsam sein. Völlig unaufhaltbar. Also, Mike, ich stimme dir vollkommen zu und möchte lediglich etwas tiefer in das Thema eintauchen. Die Wissenschaft dahinter, denn es gibt eine Wissenschaft hinter dem, was du ansprichst. Viele Leute halten das für Humbug und denken, es sei so etwas wie, oh, man bittet einen Geist um etwas und der Geist erscheint. Solche Vorstellungen aus dem ursprünglichen The Secret, das zwar seinen Stellenwert hatte, aber in dieser Hinsicht irreführend war, weil es nicht das ganze Bild vermittelte. Die Gedanken, die du in deinem Kopf erschaffst, haben eine energetische Schwingung und eben jene Schwingung könnte eine hohe oder eine niedrige Schwingung sein. Würden Sie zustimmen, dass der Grund dafür, dass die negativen Gedanken, die eine niedrigere Schwingung aufweisen, oft die zaghaften positiven Gedanken überwältigen und sie ein wenig schneller wahr werden lassen als die positiven? Denn es ist einfach so, dass Positives
seien es Gedanken, Ideen oder Energie, auf einem höheren Niveau schwingt als Negatives, wie etwa Sorgen oder Angst. Negative Gedanken sind einfach eine dichtere Energie. Ich versuche dies so zu formulieren, dass der Zuhörer nicht den Eindruck gewinnt, wir würden nur Unsinn reden. Diese Typen reden einfach nur esoterischen Kram und das ergibt keinen Sinn. Und das mit den Schwingungen ergibt auch nicht wirklich viel Sinn. Aber wenn man es aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachten könnte, oder könnten Sie es auf eine wissenschaftliche Weise erklären, vielleicht mit Quantenphysik oder dem Quantenfeld oder was wir anzapfen, um es irgendwie anders zu erklären, als Sie es getan haben, denn das würde Sinn ergeben. Aber für die andere Gruppe von Zuhörern, die gerade zuhören und denken, ich verstehe das nicht wirklich, können Sie es für mich greifbarer machen, denn dahinter steckt eine Wissenschaft. Es steckt Wissenschaft dahinter, die nun mehr denn je erkennbar wird. Ja, und das mit den Schwingungen mag für einige abgehoben klingen. Nach dem Motto, was soll das? Doch höhere Schwingungen sind im Einklang mit der Wahrheit, der erhabenen göttlichen Intelligenz, die uns erschuf. Das allein ist kein Beweis. Ich behaupte das jetzt so und werde Ihnen dann handfeste Beweise liefern. Unsere Gedanken haben eine eigene Energie und Lebenskraft, die, sobald wir sie denken, darauf abzielen, die Umstände und Akteure unseres Lebens so zu formen, dass sie in der physischen Welt Gestalt annehmen. Es mag nach Hokuspokus klingen, doch es ist kein bloßer Aberglauben. Ich habe gesagt, unsere Gedanken, die mit der Wahrheit übereinstimmen, sind etwa 10.000 Mal stärker als jene, die es nicht tun. Das mag esoterisch klingen, aber betrachte dies. Ich wette, jeder Zuschauer oder Zuhörer kann bestätigen, dass er in seinem Leben öfter gelächelt hat. Das ist ein greifbarer Beweis aus dem eigenen Leben. Sicherlich mindestens 10.000 Mal mehr gelächelt, als die Stirn gerunzelt. Sie haben in ihrem Leben 10.000 Mal öfter gelacht als geweint. Sie waren 10.000 Mal öfter gesund als krank. Und selbst im Kranksein war immer noch Gesundheit in ihnen. Sie hatten in ihrem Leben 10.000 Mal öfter Klarheit, als völlig orientierungslos und verwirrt zu sein. Sie hatten 10.000 Mal in ihrem Leben Freunde, öfter als sie ganz allein waren, ohne auch nur einen einzigen Menschen zum Anrufen. Das ist noch nie passiert. Geld. Wir hatten meistens mehr davon, als dass wir pleite waren. Selbst wenn wir pleite sind, bleibt oft noch etwas in der Tasche. Betrachtet unsere Zivilisation, Kopf im Sand, glaubend. Gott sei ein zorniger weißer Mann. Menschen seien schlecht und wir als Sünder geboren. Dennoch bauen wir Raumstationen, gedeihen, streben nach oben, kooperieren im Verkehr und als Nationen. Wie viele Länder sind jetzt in einem offenen, direkten, physischen, gewalttätigen Krieg? 2, 3, 5? Und wie viele Länder gibt es? Ungefähr 200. Und ist das nicht die Norm? Überall, wo wir blicken, DNA-Technologie, wissenschaftliche Durchbrüche, Smartphones, Innovationen, KI, wir sind Spitze. Das ist völlig solide. Wenn jemand das für Humbug hielte, würde er wohl denken, wir hätten eine 50-50 Chance. Auf was? Erfolg oder Überleben? Haben wir nicht die Idee von 50-50 zunichte gemacht? Es gibt kein 50-50 mehr. Wir leben und überleben, leben länger, werden besser, finden mehr Freude, mehr Unterhaltung und mehr Liebe in unseren Familien. So herrscht auf der Erde, trotz Naivitäten, mehr Inklusion, mehr Diskussion und mehr Gleichheit. Es verbessert sich kontinuierlich. Wo spielt das Überleben als Ziel eine Rolle? In Naivität und Unwissenheit haben wir das ignoriert. Wenn wir uns aus dem Weg gehen, das Offensichtliche erkennen, riechen wir den Braten. Wir werden das noch zu Lebzeiten erleben, Alex. Selbst wenn sie nicht gut verlaufen. Besonders dann, weil unsere Lebensspanne sich auf 500 bis 1.000 Jahre erstrecken wird. Oder bis wir hier raus wollen, werden wir Kooperation, Liebe und eine Neuausrichtung der Prioritäten sehen. Inklusivität. Das fördert Wissenschaft, Kunst, Liebe und Freude in unseren Herzen. Leuchten, wie wir es uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Der Himmel auf Erden, wie ihn der Rat von Sarah Landon beschreibt, liegt uns zu Füßen und wir beginnen gerade es zu bemerken, weil wir endlich aus unserem Weg treten und die Technologie uns Raum gibt. Der Schaden, den die Technologie der Umwelt zugefügt hat, wird unsere höchste Priorität sein und wir werden ihn beheben. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Es wird lange dauern. Ich möchte nicht klingen. Losgelöst von der Erde, wir richteten Chaos an, aber
Wir sind großartig und mächtig und Technologien werden kommen, die das Gleichgewicht mit Mutter Erde beschleunigen. Der Beweis ist unser Leben, die Freude in deinem Herzen. Es gibt kein gleiches Maß an Freude und Liebe oder zwischen Freude und Hass. Kein gleiches Maß an Optimismus und Pessimismus existiert. Wir schwingen aufwärts. Während wir unwissend sind, wird es mehr sein, sobald wir eingeweiht sind. Das Eingeweihtwerden erfolgt jetzt, dank großartiger Sendungen wie deiner. Nun, das weiß ich wirklich außerordentlich zu schätzen. Was würdest du jemandem sagen, der fühlt sich jemand verloren oder von seiner spirituellen Reise entfremdet? Denken Sie, ich komme nicht aus dem Negativen heraus? Ich war dort, Sie sicher auch. Wir leben oft in Negativität, sehen zu viel negatives Fernsehen und zu viele deprimierende Nachrichten. All diese Informationen und Energie strömen auf einen ein. Vielleicht hat man einen Partner, der ständig kritisiert, oder Eltern, die keine Unterstützung bieten. Das ganze Umfeld scheint gegen einen zu sein. Man ist allein, hört Sendungen wie diese, liest Bücher wie deine, fühlt sich verloren und hat niemanden zum Reden. Welchen Rat gibst du dieser Person? Aus der Dunkelheit, in der sie sind, heraus und Licht finden, weißt du? Vielleicht wurden sie missbraucht. Es gibt überall auf der Welt viel Grauen, das habe ich nie bestritten. Aber es gibt immer etwas darunterliegendes. Zweck, Sinn. Glaub es oder nicht, irgendwo im Großen und Ganzen existiert Liebe. Es ist nicht so wichtig zu verstehen, woher du kommst oder wo du bist, als das Vorwärtsgehen zu begreifen und aus düsteren Ecken herauszufinden. Mein erster Rat wäre, geh raus und unterstütze andere. Engagiere dich freiwillig im Hospiz oder Tierheim. Entdecke dich selbst. Mach einen Unterschied. Sei der Grund für fremde Lächeln. Komm etwas früher, bleib ein wenig länger. Such dir eine Beschäftigung. Nicht hauptsächlich des Geldes wegen, es sei denn, du benötigst es natürlich, sondern um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und positiv zu wirken. Wenn du irgendwelche Vorlieben oder Interessen hast, dann gehe diesen nach. Als ich mich aus der dunklen Nacht meiner Seele befreite, war mir unklar, was die Zukunft bringen würde. Ich hatte keine Lust, in die Welt der großen Unternehmen zurückzukehren, wollte mich nicht wieder dem Einzelhandel oder der Produktion von Geschenkartikeln zuwenden. Ich wusste nicht, was ich wollte, außer Reichtum und Fülle, Freunden und Lachen, kreativer, erfüllender Arbeit und internationalen Reisen. Und wenn du absolut keinen Schimmer vom Weg hast, du kannst gewiss sein, dass das Göttliche, dein höheres Selbst, nicht ratlos ist. Es braucht nur einige Punkte zum Verbinden. Das erkläre ich stets meinem Publikum. Klingt vielleicht scherzhaft, aber ich meine es aus tiefstem Herzen. Bewerte deine miesen Optionen. Okay, vielleicht hast du viele Optionen. Und wenn nicht, wenn du einige gute hast, dann rede ich nicht mit dir. Du weißt, was zu tun ist. Hast du eine Richtung? Aber wenn, wie ich, alle deine Optionen schlecht sind, dann bewerte sie. Öffentliche Buchhaltung. Du könntest Haare schneiden, Rasen mähen, Unkraut jäten oder in der Personalabteilung arbeiten. Egal wie mies deine Optionen sind, wähle die 3 am wenigsten miesen aus. Welche sind das auf deiner Liste? Setze dir eine Frist von einigen Tagen, maximal einer Woche, und beginne diese Wege zu gehen. Ich startete, E-Mails als Mike zu senden. Es war nicht mein Traumleben. Ich wusste nicht, wohin es führen würde. Doch Handeln, auf irgendeine Weise, bringt Klarheit, die sonst unerreichbar wäre. Ich verteilte den Lebenslauf meines Buchhalters, obwohl ich es nicht wollte. Aus Verzweiflung tat ich es. Ein Job würde finanzielle Sorgen nehmen, dann könnte ich alles andere regeln. Die Klarheit aus beiden Wegen. Erstens, es machte mich krank, meinen Lebenslauf zu verbreiten. Zweitens, zu meiner Überraschung war die Einstellungswelt ebenso abgeneigt gegen meine Rückkehr. Kein Vorstellungsgespräch. Nach 3 Monaten dachte ich, vergiss es. Einfach vergessen. Ich habe diesen Weg wirklich ehrlich versucht zu gehen. Nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe wirklich versucht zu glänzen und jede Tür fiel ins Schloss. Andererseits, beim kreativen Schreiben erinnere ich mich, dachte ich, ich möchte das nicht tun, aber ich hatte Zeit. Ich sagte, oh, sicherlich hat Wayne Dyer das besser gemacht, als ich es je könnte. Louise Hay, Dr. Deepak Chopra. Warum sollte ich Inspiration verbreiten? Da ich leidenschaftlich an der Natur der Realität interessiert war, es immer gewesen bin und es selbst hören musste, verging ein 8-stündiger Tag, als ich die erste E-Mail, die ich je verschickt habe, fertigstellte.
Ich hatte 3 Absätze verfasst, die ein kleines Gedicht über Leben, Träume und Glück beschrieben. Stell dir das Endergebnis in deinem Kopf vor. Und am Ende schrieb ich diesen kleinen Aufsatz darüber, wenn du erschaffst, eine Vision des Endergebnisses im Kopf zu halten, heißt, eine Form zu schaffen, die Zeit und Raum später ausfüllen werden. Und ich so, oh verdammt. Wetten, dass Dyer das nie so gesagt hat. Oh verdammt, das ist gut. Und die Klarheit, die ich gewann, als ich zögerliche Schritte auf einem Weg ging, den ich eigentlich nicht einschlagen wollte. Kostenlos schreiben. Eine E-Mail verschicken. Ich hatte die Zeit und das Schreiben gefiel mir. Zumindest habe ich geschrieben, würde meine Mutter sagen. Andere Autoren sagen, sie mögen nicht das Schreiben, aber das Geschriebene. Ich hatte mich daran gesetzt. Du schreibst gut, also sollte es gut sein. Es muss dir gefallen, sonst sendest du es nicht ab. Und als ich mit dem Schreiben fertig war, dachte ich mir, das ist gut. So entstanden die täglichen Silberkugeln. Das waren die Namen meiner täglichen E-Mails, bevor sie zu Notizen aus dem Universum wurden. Dieser Weg führte zu einem Audioprogramm, zu Welttourneen, zu meiner Mitwirkung in The Secret und letztendlich zu 18 Büchern, die zu Bestsellern der New York Times avancierten. Durch Handeln erlangt man Klarheit, besonders wenn man aus der dunklen Nacht der Seele oder einem Leben voller Dunkelheit herausstrebt. Versuche jemandem die Last zu erleichtern, sei es als Angestellter oder Freiwilliger, indem du Kinder in Schulzonen über die Straße führst. Geh raus, sorge für Tiere, engagiere dich in einer Rettungsorganisation, verlasse das Haus, befreie dich von deinen Gedanken. Wenn du bereit bist, eine längere Reise zu beginnen. Denk dran, es ist Schotterweg, der zum Diamantenbergwerk führt. Für mich waren es die unbefestigten Wege, wo ich kostenlos schrieb, eine Webseite umsonst. Bei Toastmasters wollte ich meine Angst vor dem öffentlichen Reden überwinden. Dort wurde mir klar, wie nervös ich wirklich war. Ich fragte mich, ob die Zuhörer mein pochendes Herz sehen konnten. Bei meiner ersten Rede thematisierte ich, Gedanken werden Dinge, was auf einem unserer Topseller-T-Shirts stand. Ich sprach darüber, wie ich zu der Zeit schon 20 Jahre in die Einsichten des Seth-Materials vertieft war. Ich hatte viele Erfolgsgeschichten. Ich konnte mein Leben damals nicht erklären, aber man muss sein Leben nicht erklären. Such nach den Stärken, such nach dem, was funktioniert. Und ich konnte eine inspirierende Rede halten. Auch wenn ich meine Rede ablesen musste, zitternden Händen, flatterndem Papier, trockenem Mund und wackeligen Knien zum Trotz, stellte ich fest, dass ich eine gute Rede schreiben konnte. Es war wirklich eine gute Rede. Es dauerte mich 2 Wochenenden, 4 Tage nonstop, um eine 4-minütige Rede zu verfassen. Doch vor 11 Personen zitterte ich wie Espenlaub. Das brachte mich zu Rotary Clubs, ließ mich in metaphysisch orientierten Unity-Kirchen sprechen. Es führte dazu, meinen E-Mail-Abonnenten Vorträge im Holiday Inn in Orlando, London, Sydney oder Honolulu anzukündigen. Es ist, als ob weit über meine kühnsten Träume hinaus. Mike, ich möchte dich das fragen, weil ich noch niemanden darüber habe sprechen hören. Vielleicht kannst du etwas Licht ins Dunkel bringen. Du hast erwähnt, dein höheres Selbst, um deine Seelenfamilie und all diese Dinge. Ich gehe davon aus, du glaubst, wir sind hier, um zu lernen und gestalten einen Seelenplan. Wir erschaffen unser Leben und all diese Dinge, um Lektionen zu lernen. Wie interagiert das mit dem Gesetz der Anziehung, wenn wir es einen Bauplan dessen erstellen, was wir in diesem Leben lernen wollen? Also wenn wir auf den Bauplan setzen, dass wir hier durch einige Kämpfe gehen müssen, wie mischt sich das Gesetz der Anziehung da hinein? Denn man könnte sagen, Sie können sich also nicht einfach mit dem Gesetz der Anziehung oder Manifestation aus allem befreien, basierend auf unserem Gespräch. Liegt es daran, dass Sie lernen sollen, sich selbst zu befreien, indem Sie Hindernisse überwinden? Wie verbinden sich diese Konzepte in Ihrer Sicht, mein Herr? Oh, da sind wirklich gute Sachen dabei. Also Baupläne. Ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Alte spirituelle Verträge. Ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Sogar Karma. Sicher, das sind alles unsere Versuche, Worte auf bestimmte Phänomene anzuwenden, nicht auf bestimmte Gesetze. Es gibt kein Schicksal oder vorherbestimmte Fügung, nur Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten. Wir wählen sie für unser Wachstum und Größe. So können wir unseren Bauplan ändern und alte spirituelle Verträge neu schreiben. Verlass das Rad des Karmas. Indem wir uns selbst verändern, unsere Gedanken, unsere Erwartungen, neue Entscheidungen treffen, können und tun wir dies immer wieder spontan umschreiben.
und niemand würde jemanden auswählen. Ich erinnere mich mehrmals an diese Frage. Was wäre, wenn ich dieses Leben gewählt hätte? Um Armut zu erleben? Es wirkt, als hätte niemand bewusst ein Leben gewählt, um Not zu erfahren. Es könnte auf dem Radar gewesen sein. Vielleicht gab es einen Grund. Oder es war, um in einem armen Land zu leben, damit die Familie einen deutlich höheren Vorrang als nach Beverly Hills 9210 zu gelangen. Doch es wäre kein kluges Leben, sich schlagen und verletzen zu lassen, nur um das Gefühl zu kennen. Das wird nun sowieso geschehen. Du wirst es so oder so erfahren. Wir wählen Lebenszeiten für Wachstum und Ehre. Es gibt hier Abzweigungen. Was ist mit dem Kind, das mit 2 Jahren stirbt? Wir können dorthin gehen, aber lassen wir die kleinen Ausreißer beiseite, um das zu zerstreuen, was offensichtlich erkennbar durch Beobachtung und deduktives Denken ist. Wir wählen all unsere Leben für Freude, Glück und Liebe. Und auf dem Weg, wenn dies Orte sind, an denen wir in anderen Inkarnationen noch nicht waren, müssen wir durch unerwartete Gebiete gehen. Und wenn du beginnst, einem verborgenen Traum zu folgen, Löwen, Tiger und Bären, wenn du irgendwo hingehen willst, wo du noch nie warst, betrittst du unbekanntes Terrain. Und du kannst sagen, oh, ich muss diesen Muskel stärken. Oh, ich brauche mehr Selbstvertrauen. Ich muss vor ein Publikum treten. Und das alles dient deinem Wachstum und deiner Größe. Und du kannst jederzeit sagen, nein, halt diesen Zug an. Ich werde in diese oder jene Richtung gehen. Aber wir können wissen, dass aus dem Zenit unserer Großartigkeit, Brillanz und Göttlichkeit dort ist, wo die Optionen wurden gewählt, Wahrscheinlichkeiten wahrgenommen. Dies führte zur Entscheidung zu sein, tragen Sie Ihren Namen ein. Von hier aus wussten sie, was zu tun war. Es ging darum, mehr über Wahrheit, tiefere Liebe, vielleicht andere Prioritäten zu lernen, stets mit der Fähigkeit, die Fähigkeit zu sagen, vielleicht habe ich gewählt. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Leben nicht erfüllt, zu schmerzhaft oder zu beängstigend ist. Doch es gibt unendlich viele andere Wege und Möglichkeiten, ihr Dasein zu gestalten, wie es für jedes Leben zutrifft. Sie können ihr Ticket umschreiben und Neues versuchen. Solange Sie hier sind und atmen, sind Sie immer noch der Mensch, der Sie sein wollten und der, den Gott sich wünschte. Metaphorisch gesprochen sind Sie es, der dieses Leben lebt. Harren Sie aus, bleiben Sie geduldig, ergreifen Sie Initiative, werden Sie aktiv und dienstbereit. Die Sonne wird wieder aufgehen. Wunderschöne Antwort, mein Freund. Jetzt, Mike, ich könnte noch mindestens 6 Stunden mit dir reden, aber ich weiß, du hast auch Aufgaben wie ich. Deshalb stelle ich dir einige Fragen, die ich jedem Gast stelle. Was bedeutet für dich ein erfülltes Leben? Ich würde sagen, ein erfülltes Leben kommt oft mühelos, kann aber auch auf schwierigen Wegen entstehen. Wenn wir auf unsere Gefühle, Wünsche und Träume achten, sind sie gelenkt. Es sind keine Fantasien. Sie entstammen unserer Verbindung zum höchsten, großartigsten Selbst. Hast du also den Wunsch, einen bestimmten Weg zu gehen, ein Buch zu schreiben, zu dienen oder etwas aufzugeben, folge ihm. Höre auf deine Wünsche, weise sie nicht zurück, sei nicht mit weniger zufrieden. Schreite in die Richtung, zu der du dich hingezogen fühlst. Es wird nicht sofort der gelbe Ziegelsteinweg sein, doch genieße den Weg, er führt dorthin. Du wirst auf dein Leben blicken, wie ich auf die dunkle Nacht meiner Seele schaue und denke, oh, kleiner Mieke, geh voran. Es wird wunderbar, könntest du nur sehen, was ich sehe. Oh, kleiner Mike, oh mein Gott, alles ist perfekt, nichts auszusetzen an dir. Du bist nicht kaputt. Es warten neue Möglichkeiten auf dich, die dich begeistern werden. Halte einfach durch. Dieses kleine Mikro muss den Rückruf gehört haben und denkt sich, na gut, ich werde weiterschreiben. Ich werde mich meiner irrationalen Angst vorm Sprechen stellen und es einfach tun, weil ich liebe, über die Natur der Realität sprechen. Aber vor mehr als 2 Personen. Das hat mir Angst gemacht. Also stelle dich dieser Angst. Du bist größer als das. Du wirst aus einem Grund diesen Weg entlang gezogen. Und wenn du aus freiem Willen handelst, in eine Richtung, das ist zumindest dein am wenigsten beschissener Weg. Ich verspreche, die Landschaft wird sich ändern. Du wirst Erfüllung finden. Du wirst dich selbst finden. Du wirst Dienen finden. Ich wollte dem Dienen entfliehen, wie gesagt. Ich dachte, nein, das ist nicht mein Zweck. Doch du wirst anderen dienen, mein neues Ding. Deine Leidenschaft bestimmt dein Schicksal und das führt zum Dienst. Vielleicht
Ich überlege noch. Deine Leidenschaft ist dein Schicksal, das dich zum Dienen bringt. Du brauchst nicht ans Dienen denken, es sei denn, du stammst aus echter Dunkelheit. Einfach. Finde deine Leidenschaft. Viele sagen jedoch, sie kennen ihre nicht. Dann tu einfach, was dir am wenigsten dumm erscheint. Es wird dich leiten. Bei GPS-Navigation startet man mit dem Ziel. Dieses Ziel bestimmt jede Abzweigung und wird mich letztlich links in die Cypress Isle Court führen. Doch das ist nicht mein endgültiges Ziel. Jede Reise startet auf der falschen Straße, denn deine aktuelle Straße führt nicht zum Ziel. Doch indem du sie entlang gehst, bewegst du dich vorwärts, vom Ziel geleitet. Anweisungen. Führe eine legale Kehrtwende aus, biege an der roten Ampel links ab. Diese Anleitung ist überflüssig. Wenn dein Leben stillsteht und du auf Verbesserungen wartest, widersprichst du dir. Es ist, als würden deine Autos im Leerlauf stehen. Das ist wunderschön. Muss ich klauen. Tut mir leid, Mac, aber ich muss diese GPS-Analogie klauen. Das ist genial, mein Freund. Das Endergebnis erfordert Detailgenauigkeit, solange dein Auto fährt. Das ist einfach wunderschön. Und ich frage immer, wenn du in die Vergangenheit reisen und mit dem kleinen Mike sprechen könntest, was würdest du ihm sagen? Du hast darauf schon geantwortet, also weiter zur nächsten Frage. Wie definierst du Gott, Quelle oder Universum? Oh mein Gott. Also alles, überall, immer und auf einmal. Es gibt kein Staubkörnchen, kein Glasstück oder eine Weide, die nicht rein, hundertprozentig strahlende Göttlichkeit ist. Und das schließt natürlich auch uns ein. Überall ist Magie. Das Leben ist ein stetiges Wunder, wahrhaftig der Himmel auf Erden. Es muss nicht erst dazu werden. Wir werden erkennen, dass wir schon immer hier waren. Und dann, indem wir in unserer Wahrheit leben, erhöhen sich unsere Schwingungen. Wir aktivieren verborgene biologische Merkmale. Wir wissen alles. Relevant für jede Entscheidung, die wir treffen. Es ist wie, oh mein Gott, so einfach. Glückseligkeit, pure strahlende Freude. Deswegen sind wir hier. Was ist der eigentliche Lebenssinn, der eigentliche Sinn des... Dies ist ein Wort, das Sarah vom Rat nutzt. Expansion. Es bedeutet mehr Wachstum, Ruhm, Liebe, Freude und dann nochmals mehr Wachstum, Ruhm. Der Rat sagt, es gibt immer mehr, von dort, wo sie sind. Also ist der Zweck des Lebens, es zu leben und der Sinn, es zu lieben. Und wirklich, wir können nichts falsch machen, selbst in der dunkelsten Dunkelheit, selbst mit leerem Magen, selbst wenn du aus diesem Leben scheiden würdest, fliegen die Türen auf, die Marschkapellen beginnen zu spielen. Du findest all deine Lieben und du denkst dir, oh, ich hätte es nicht so schwer nehmen müssen. Ich hätte nicht so ernst sein müssen. Oh, lass uns zurückgehen. Lass uns zurückgehen und wir werden uns auf die nächste Seelenebene einstimmen und Hay-House-Bücher lesen. Lass uns zurückgehen, beste Freunde werden, einander erinnern. Kehren wir zurück, bis wir die angeborene spirituelle Leichtigkeit meistern, damit das Leben stete Freude ist. Wunderschön. Das ist eine Frage, die ich dir stellen möchte, bisher aber nicht tat. 3 Bücher, die jeder mit Interesse an der Welt, über die wir sprachen, lesen sollte. Mein Gott, ja, genau, nur 3. Obwohl ich kein Leser war, wurde ich seit Covid in 3 Jahren zum Bücherwurm. Also ich sag Ken Carey. Kennst du Ken Carey? Ich bin es nicht. Er schrieb in den 70ern oder 80ern die Sternensaatübertragungen, die richtig eingeschlagen haben. Ich habe dieses Buch vor 3 Jahren entdeckt. In meinen Regalen vor 3 Jahren. Und ich dachte, dieser Kerl spricht über Erwachen und Erleuchtung. Er ist verstorben. Ich wünschte, Sie könnten ihn interviewen. Aber dann fragte ich mich, was hat er noch gelesen? Die Rückkehr der Vogelstämme. Dann ist das 3. Jahrtausend so. Peng. Aber ich würde sie fast in der Reihenfolge lesen, wie genannt. Also, ich nannte 3 Bücher. Lese aber auch Vagrion. Die Seth-Bücher. Oh, das kann ich nicht. Richard Bach. Richard Bach. Aber wir können tragen. Oh ja, Ken Carey, Rückkehr der Vogelstämme und das 3. Jahrtausend. In Ordnung, perfekt. Ach du meine Güte. Heute gibt es viele gute Bücher. Ja, und es kommen immer mehr davon heraus und sie werden zugänglicher durch Sendungen wie diese, durch die Arbeit, die du leistest, um sie ein bisschen weiter in die Welt hinauszutragen, als nur im Okkulten zu verweilen. Wo können sich die Menschen mehr über dich, dein erstaunliches neues Buch mit Sarah
und die anderen Dinge, die du tust, informieren. Nun, was tut.com? Jetzt spricht das Universum. Notizen gehen Montag bis Freitag gratis raus. Wir bieten Mitgliedschaft und echte Reisen an. Ich führe eine Gruppe nach Tahiti. Komm doch mit. Alex ist ich glaube, nächsten April auf Südafrika-Touren. Ich biete ständig Online-Kurse an. Todd, komm, vieles kostenlos. Und wenn es dir gefällt. Es gibt immer Angebote zur Auswahl, oft zu variablen Preisen, passend für jedes Budget. Haben Sie eine Abschiedsbotschaft fürs Publikum? Gedanken werden zu Dingen. Wähle die Guten, wähle weise deine Worte, verhalte dich klug, gehe in dich und stelle Fragen. Alles ist verbunden. Letztendlich bekommst du, was du wählst. Was du denkst, mein Freund, ich schätze sehr, dass du da bist. Es fühlt sich an, als hätte ich einen Seelenbruder im Kampf um das Erwachen des Planeten gefunden. Ich bin dir zutiefst dankbar für alles, was du für unseren Planeten getan hast und noch tun wirst. Danke, mein Freund. Alex, ich schätze dich und deine großartige Arbeit. Danke, du inspirierst mich. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.